Willkommen auf der Spur-1-Anlage im Museum für Hamburgische Geschichte, die schon seit über 70 Jahren den Hamburger Hafen samt Bahnhof abbildet, als noch jede Menge Güter mit Dampfloks transportiert wurden. Und als der fliegende Hamburger noch die Gleise entlang schwebte. Das älteste Fahrzeug im Bestand des Vereins. Hamburger Vereinsgeschichte auf der Schiene. Die meisten Besucher erfreuen sich einfach daran, dass wir hier einen solchen großen Maßstab mit der Spur 1 haben. Im Gegensatz zu der am weitesten verbreiteten Spurweite von H0 kann man hier eben sehr viele Details erkennen. Die Anlage ist trotz ihrer Größe übersichtlich. Sie zeigt halt einen lokalen Teil von Hamburg. Was wir jetzt hier sehen, ist die sogenannte Pfeilerbahn im Zustand Anfang der 60er Jahre. Wir sind auch relativ stolz darauf, dass unsere Oberleitung 2 Tage vor der großen Oberleitung in Betrieb genommen wurde. Das heißt, als Hamburg elektrifiziert wurde. Als Hamburg elektrifiziert wurde, wurden weder die Dampfloks arbeitslos noch die Dieselloks. Denn auf den Vorortstrecken und auf der Hafenbahn verkehrten noch viele Jahre lang Dampfloks. Die Hafenanlagen und die Bahnhöfe zeigen die 2 Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber das rollende Material hat sich unterdessen weiterentwickelt. Auch modernere Loks sind auf der Anlage zu sehen. Eine Anlage, auf der in den ersten Jahren sehr viele Eigenbauten unterwegs waren. In Ermangelung geeigneter Modellfahrzeuge in dieser Baugröße. Im Hintergrund sehen wir Gemälde aus den 50er Jahren, die so ein bisschen den Hafen andeuten, um so ein bisschen das Umfeld der Bahn zu zeigen. Dargestellt ist jetzt die Verbindung zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und in der entgegengesetzten Richtung geht es dann zum Harburger Bahnhof. Harburg ist halt seit den 30er Jahren Teil von Hamburg und man bemüht sich also dann auch so ein bisschen den Brückenschlag über die Elbe zu bringen und die Bahn war da durchaus ein Vorreiter, um diese südlichen Stadtteile dann auch an die bis dato Großstadt Hamburg anzubinden. Der Haltepunkt Elbbrücke war 1908 eröffnet worden. Die Strecke verband den neuen Hamburger Hauptbahnhof mit Harburg auf der anderen Seite der Elbe. Damals war der Bahnhof Elbbrücken für den Nahverkehrsanschluss. Damals war die S-Bahn noch nicht als Gleichstrom-S-Bahn ausgebaut, sondern es wurden normale Nahverkehrszüge benutzt. Wir sehen im Hintergrund also einen beispielhaften Schuppen, wie er damals noch für die Stückgutverladung benutzt wurde. Denkbar wäre natürlich jetzt auch die Verladung in das dahinterliegende Stückgutschiff zu demonstrieren. Aber das sind Gedanken, die weit in die Zukunft reichen. Im Augenblick ist man schon froh, wenn der Betrieb ohne Störungen abläuft und sich die allgemeine Situation wieder so normalisiert, dass die Besucher wieder ins Museum strömen und sich am Bahnbetrieb vor einem halben Jahrhundert erfreuen. Also das Besondere am Harburger Bahnhof ist, dass es ein 4-Ausfahrten-Bahnhof ist. Es ist einerseits die Nord-Süd-Verbindung von Hamburg nach Hannover und abzweigend geht dann entlang der Elbe die Verbindung nach Cuxhaven. Und als 4. Abzweig gibt es noch die Verbindung nach Bremen rüber. Und insofern hat dieser Bahnhof durchaus für den Süderelbe-Raum eine sehr große regionale Bedeutung. Was wir hier sehen, ist ein Modell dieses Bahnhofs. Es ist Ende der 40er Jahre gebaut worden. Gerüchteweise, allerdings gibt es darüber keine Unterlagen, ist dieses Bahnhofsmodell damals von den Soldaten der britischen Besatzungsmacht gebaut worden, weil die einfach nichts zu tun hatten. Da muss man heute sagen, können wir denen eigentlich nur sehr dankbar sein, dass sie ihre Langeweile mit einem solchen Aufbau verbracht haben. Eine Stärke der Anlage ist die Abbildung der Vergangenheit, sehr authentisch, mit damals vorhandenen Gebäuden und den passenden Fahrzeugen,
wie dem Akkutriebwagen, der etwas antiquiert wirkt, damals aber hochmodern war. Eine Technologie, die heute wieder aktuell ist. Solche Züge rollten seinerzeit durch den Bahnhof Harburg. Kurze Personenzüge mit eingestelltem Güterwagen. Die meisten Modelle sind vor 70 Jahren in Handarbeit entstanden, wurden allerdings im Laufe der Zeit technisch auf einen neueren Stand gebracht. Ihren alten Charme jedoch haben sie sich bewahrt. Auch die Schlachthofbrücke in Harburg gibt es nach wie vor, im Modell, aber auch in der Realität. Die Schlachthofbrücke ist auch heute noch eine relativ viel befahrene Straße als Querung über die Bahngleise. Natürlich, da wir hier mehr oder weniger die 60er Jahre darstellen, haben wir auch die Fahrzeuge aus den Jahren hier aufgebaut. Allerdings nur als Stillleben. Wir haben dort also keine beweglichen Fahrzeuge untergebracht, weil wir uns doch auf die Eisenbahn konzentrieren. Insofern, ja, es ist ein bisschen Landschaftsgestaltung. Und eine Erinnerung an vergangene Tage. Das Museum wird 2022 100 Jahre alt. Zeit für eine grundlegende Modernisierung. Auch die Modellbahn wird sich verändern müssen. Nach dem Umzug in den 3. Stock aber wieder von Hamburgs Eisenbahngeschichte erzählen.